Droht Auswanderern Ärger mit dem Fiskus? Das ist so eine der häufigsten Fragen, die wir in der Beratung hören. Und genau darauf wollen wir in diesem Video einmal eingehen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wie du sicherlich auch schon realisiert hast, wenn du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, gibt es da jede Menge steuerlicher Fallstricke. Dinge wie zum Beispiel die Wegzugssteuer, die Entstrickungsbesteuerung etc. pp. Auch etwas, was wir jetzt hier in diesem Video gleich ansprechen werden. Wenn man das Ganze im Detail einmal besprechen möchte, geben wir regelmäßig Workshop-Tage in London zum Beispiel und in Zürich. Das ist alles in kleiner und intimer Runde, 5 bis 10 Teilnehmer. Und wir sprechen den ganzen Tag im Grunde über steuerliche Fragen, die mit dem Wegzug im Zusammenhang stehen. Das ist also eine super Gelegenheit für dich, dich einmal intensiv einen Tag lang mit diesem Thema zu beschäftigen, auch andere kennenzulernen, die in einer gleichen Situation sind und danach dann mit klarem Kopf und mit genauen Anweisungen, was die nächsten Schritte sind, wieder nach Hause zurückzukehren. Termine dazu findest du auf unserer Webseite perspektiveausland.com. Da gibt es dann einen Hinweis zu Veranstaltungen. Such da nach Workshop-Tage. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer nächsten Workshop-Tage begrüßen zu dürfen. Nun aber zurück zum Video. Droht Auswanderern aus Deutschland Ärger mit dem Fiskus? Wie gesagt, das ist eine der häufigsten Fragen und jeder will natürlich einen solchen Ärger vermeiden, denn das verursacht nur Kosten und Stress, Steuerberater, Anwälte und wenn es ganz schief läuft, dann hat man es auch gleich mit strafrechtlichen Sachverhalten zu tun, zum Beispiel Steuerhinterziehung. Das will man natürlich tunlichst vermeiden. Das Problem ist, dass das deutsche Steuerrecht eben zu den komplexesten der Welt gehört und es Regelungen dort gibt, die in vielen anderen Ländern komplett unbekannt sind. Wobei andere Länder, muss ich sagen, ziehen so langsam nach. Und daher kann der Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht wissen, was hier eigentlich auf einen zukommt. Da macht man vielleicht ein paar Suchen in Google und ist dann schnell verwirrt und besorgt, was man hier als möglicher Auswanderer zu befürchten hat. Insbesondere, wenn man überlegt, ins steueroptimierte Ausland zu ziehen. Sagen wir zum Beispiel mal Dubai oder einer der Länder in Europa, die ja auch hier große Steuervorteile bieten. Ob es potenziell zu Ärger kommt mit dem Fiskus oder nicht, hängt natürlich stark von deiner individuellen Situation ab. Je komplexer die Situation ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Ich werde dir nun 5 Themen nennen, die regelmäßig meiner Erfahrung für Ärger mit dem Fiskus sorgen, wenn man Deutschland verlässt, weil vielfach einfach das Bewusstsein fehlt, dass man sich um diese Dinge rechtzeitig kümmern muss, dass man eine Strategie braucht, dass man das Finanzamt hier korrekt informiert, dass es Mitteilungspflichten und Mitwirkungspflichten gibt und wenn man diese nicht erfüllt, man bereits hier unter dem Verdacht der Steuerhinterziehung möglicherweise stehen kann. Nummer 1, die Wegzugsteuer. Sie betrifft dich, wenn du an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland zumindest 1% beteiligt bist. Oder seit neuestem, seit 2024 betrifft sie dich auch, wenn du in Investmentfonds wie zum Beispiel ETF mindestens 500.000 € einbezahlt hast im Laufe deines Lebens. Was ist die Wegzugsteuer? Sie ist eine Variante der Einkommensteuer. Wir haben dazu schon viele Videos gemacht, kannst du dir gerne mal anschauen. Und im Grunde genommen wird eine Veräußerung deiner Anteile hier fingiert. Das heißt, du musst Einkommensteuer bezahlen auf den fiktiven Veräußerungserlös. Einfaches Rechenbeispiel, hast du eine GmbH, die 100.000 € Gewinn macht, dann schätzt das Finanzamt den Wert ein auf 1,375 Millionen und darauf darfst du dann Steuern bezahlen nach Halbeinkünfteverfahren. Also da sind wir dann bei 400.000 € in dem konkreten Beispiel. Früher war die Wegzugsteuer gestundet, wenn man innerhalb der EU umgezogen ist. Diese Stundung gibt es jetzt nicht mehr, wenn du temporär Deutschland verlässt. Das heißt also nicht mehr als 7 Jahre planst, aus Deutschland weg zu sein, dann kannst du die Wegzugsteuer in Raten bezahlen, möglicherweise gegen Sicherheitsleistungen. Aber das ist auch schon alles. Es gibt verschiedene Wege, die Wegzugsteuer hier zu vermeiden, wie zum Beispiel deine GmbH in eine GmbH & Co. KG umzuwandeln. Dann ist es ja keine Kapitalgesellschaft mehr. Das Thema Wegzugsteuer ist eines der häufigsten Gründe, warum Mandanten hier Ärger mit dem Finanzamt bekommen. Denn sie realisieren gar nicht, wie hoch das Finanzamt hier den Wert der GmbH, der Kapitalgesellschaft einstuft, ziehen ins Ausland um und dann ein paar Jahre später kommt möglicherweise das böse Erwachen. So, das ist das erste Thema. Zweites Thema, Entstrickungsbesteuerung.
Selbst wenn du nicht an einer Kapitalgesellschaft beteiligt bist, sondern Freiberufler bist oder Einzelunternehmer, musst du dafür sorgen, dass du dein Einzelunternehmen oder dein Freiberuflerstatus korrekt beendest. Und wenn es hier zu einer sogenannten Funktionsverlagerung kommt, das heißt, wenn du hier zum Beispiel Kunden oder dein Business mit ins Ausland nimmst, dann möchte der deutsche Staat hier möglicherweise Geld sehen, wenn hier ein Wirtschaftsgut ins Ausland übertragen wird, das effektiv etwas wert ist. So ähnlich wie die Wegzugsteuer, aber eben nicht die Wegzugsteuer. Auch hier werden viele Fehler gemacht, auch von Steuerberatern, was hier die Beendigung eines solchen Einzelunternehmens oder eines Freiberuflerstatus anbelangt. Dann werden hier keine korrekten Angaben gemacht zu der Bewertung dieses Unternehmens, was dann ins Ausland möglicherweise überführt wird. Und dann steht der Ärger mit dem Fiskus ins Haus. Drittes Thema: Wohnsitz. Wohnsitz ist ein ganz heißes Thema. Die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland wird vor allen Dingen am Wohnsitz festgemacht. Hast du noch irgendwas in Deutschland, was möglicherweise wie ein Wohnsitz aussieht? Auch wenn es eine Jagdhütte ist, ohne Strom und fließend Wasser, nimmt das Finanzamt einen Wohnsitz an und du bleibst in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, egal wie oft du dich dort aufhältst. Es spielt tatsächlich keine Rolle, ob du dich dort überhaupt nicht aufhältst. Das heißt, auch wenn du dort weniger als einen Tag pro Jahr bist, kann hier angenommen werden, dass dir ein Wohnsitz in Deutschland zur Verfügung steht. Du bleibst steuerpflichtig. Und wenn du da nicht die richtige Erklärung in Deutschland einreichst, dann hast du möglicherweise das Problem der Steuerhinterziehung. Das heißt, wenn du Deutschland verlässt, dann gilt ohne Wenn und Aber, es darf nichts geben, was in Deutschland wie ein Wohnsitz aussieht. Wenn du Eigentum hast, dann musst du diese unter fremden Dritten vermieten. Wenn du in einer Mietswohnung jetzt wohnst, dann muss hier der Mietvertrag gekündigt werden. Alles andere halte ich für steuerrechtlich brandgefährlich. Thema Nummer 4, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Auch nachdem du Deutschland verlassen hast, bleibst du in Deutschland weiterhin unbeschränkt Schenkungs- und Erbschaftssteuerpflichtig für mindestens 5 Jahre oder aber sogar für 10 Jahre. Alles, was du in diesen 5 oder 10 Jahren verschenkst oder geschenkt bekommst, alles, was du zum Beispiel vererbt bekommst, das musst du in Deutschland mit Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer versteuern. Viele wissen das nicht, viele realisieren das nicht. Sie denken, sie sind aus der Erbschaftssteuer oder der Schenkungssteuerpflicht draußen, wenn sie Deutschland verlassen. Ist leider nicht so und dann ist der Ärger eben vorprogrammiert. Fünftes Thema ist die beschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Wenn du Deutschland verlassen hast, dann bist du nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig, sondern nur noch beschränkt steuerpflichtig. Deutsche Einkünfte sind dann aber weiterhin in Deutschland zu versteuern. Dazu zählen zum Beispiel deutsche Renten oder auch deutsche Mieteinnahmen. Hier gibt es dann etliches zu beachten, wie zum Beispiel, dass es keinen Grundfreibetrag mehr gibt, den du nutzen kannst. Auch hängt die Frage natürlich, was dann deutsche Einnahmen sind, auch davon ab, in welchem Land du dann tatsächlich wohnst. Wohnst du zum Beispiel in einem Land, mit dem es kein Doppelsteuerungsabkommen gibt, musst du möglicherweise mehr in Deutschland noch versteuern. Stichwort Unternehmensverkauf zum Beispiel, als wenn du in einem Land wohnst, mit dem es ein DBA gibt, wo solche Dinge eben geregelt sind. Auch hier kann es dann vielfach zu Problemen mit dem deutschen Fiskus kommen, denn hier werden dann Ansprüche geltend gemacht, mit denen du möglicherweise überhaupt nicht gerechnet hast. Das sind aus meiner Sicht die 5 häufigsten Ursachen und die 5 wichtigsten Themen, die hier zu Ärger mit dem deutschen Fiskus führen können, wenn du Deutschland verlassen hast. Viele Deutsche sind sich überhaupt nicht bewusst, dass sie hier auch nach dem Wegzug noch Mitwirkungspflichten haben. Wenn du diese nicht erfüllst, ist der Ärger auch wiederum vorprogrammiert. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn, abzuhauen und abzutauchen. Man muss diese Sachen richtig regeln, professionell regeln. Lass dich im Vorfeld beraten durch einen Steuerberater, durch einen Steueranwalt, damit du gar nicht erst hier in diese Probleme hineinläufst. Berücksichtige, dass es möglicherweise Monate oder Jahre dauert, bis du diese Themen hier strukturiert hast. Also zum Beispiel Thema Wegzugsteuer. Da muss man möglicherweise Unternehmensstrukturen verändern. Das kann eben schon relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, je nachdem, wie komplex eben alles ist. Möglicherweise kommt man auch zu dem Schluss, dass man Deutschland gar nicht verlassen kann aufgrund dieser möglichen steuerlichen Risiken. Das klingt jetzt wie ein Witz, aber tatsächlich haben wir Mandanten, die sich dazu entschieden haben, Deutschland nicht verlassen zu können, weil eben die steuerlichen Implikationen zu heftig wären. Das darfst du, wie gesagt, nicht unterschätzen und auch im Ausland, wie gesagt, wirst du hier weiterhin zumindest in den ersten 5 bis 10 Jahren nach dem Wegzug mit dem deutschen Finanzamt potenziell zu tun haben. Das heißt, mein Tipp an dich, bereite dich langfristig vor, wenn du eine Auswanderung planst, wenigstens dann, wenn du von einem der genannten Themenbereiche möglicherweise betroffen bist. Jemand natürlich, der als Angestellter ins Ausland geht, der keinerlei Beteiligung hat, der keinerlei Einkünfte mehr in Deutschland hat,
der wird es relativ einfach haben. Wenn du ein unbeschriebenes Blatt bist bei der Auswanderung, dann bist du zweifellos in der besten Situation. Aber wenn du Historie hast mit dem Finanzamt, dann kannst du davon ausgehen, dass hier auch genauer hingeschaut wird von Seiten der Behörden. Und abschließend noch folgender Tipp: Es ist garantiert immer viel einfacher, Probleme vorzubeugen, als zu sagen, ich kümmere mich dann drum, wenn irgendwelche Probleme entstehen. Wie gesagt, das kann ziemlich schnell sehr kostspielig werden und auch aufwendig werden und nervenaufreibend vor allen Dingen werden. Und das willst du ja nicht haben. Wenn du im Ausland bist, willst du dein neues Leben dort genießen, möglichst stressfrei, und willst du nicht Ärger haben mit den deutschen Behörden. Das heißt, es ist immer besser, sich hier im Vorfeld korrekt vorzubereiten und eher zu konservativ zu sein als umgekehrt. Möglicherweise auch zu sagen, okay, lieber zahle ich jetzt 5.000 Euro Steuern mehr, damit ist die ganze Sache dann hier unter Dach und Fach. Ich muss mich dann hier im Nachhinein nicht mehr hier ängstigen lassen, was da noch alles auf mich zukommen könnte. Zu all den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, haben wir hier etliche Videos veröffentlicht. Schau sie dir gerne an. Such hier einfach auf unserem Kanal und auf unseren Webseiten. Ich würde mich freuen, auch mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als genau zu diesen Themen Mandanten zu beraten. Wie kann ich mich korrekt abmelden? Wie kann ich meine Pflichten erfüllen? Wie kann ich dann im Ausland mich steueroptimiert aufstellen? Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.